Liebe Angehörige und Freunde der HWR Berlin, so manches kam im zu Ende gehenden Jahr ganz anders als gedacht. Sicherlich, das klingt nach einer trivialen Einsicht. Aber auf das Jahr 2020 trifft dies wohl zu wie auf kein anderes Jahr, an das wir uns erinnern können. Es waren enorme Herausforderungen, die wir gemeinsam mit viel Energie, Kreativität und Bereitschaft zur Veränderung gestemmt haben. Es war anstrengend und es ist weiterhin anstrengend und gleichzeitig doch auch mit großer Hoffnung verbunden. Denn als Hochschule, als ein Team haben wir gezeigt, was wir imstande sind zu leisten. Wir haben es gemeinsam geschafft, unter diesen sich permanent verändernden Bedingungen, für die es keine fertige Roadmap gibt, dass der Studienbetrieb weiterläuft, die Forschung vorankommt und unsere Pläne zum Campusausbau, zum Campus-Management-System, zur Systemakkreditierung und allem dazwischen und drumherum vorangetrieben werden. Im März sind wir in den Präsenznotbetrieb gewechselt, haben von heute auf morgen komplett auf Online-Lehre und Prüfungen umgestellt und die Verwaltungsvorgänge in den Digitalmodus verlegt. Wir haben unsere Hochschule nahezu komplett ins Homeoffice verlagert und am Laufen gehalten. Eine Kraftanstrengung, die rückblickend eigentlich kaum zu fassen ist und nur möglich war, weil wirklich alle Mitglieder der Hochschule aus Verwaltung und Technik, die Lehrenden und die Studierenden an einem Strang zogen. Dafür danke ich im Namen der Hochschulleitung jeder und jedem Einzelnen von Ihnen. Wir können wirklich stolz auf uns sein. Wir sind ein Lernort und selbst eine lernende Organisation. Das Infektionsgeschehen bleibt in diesen Tagen leider auch hier in Berlin auf einem hohen Niveau, sodass die Berliner Hochschulen auch weiterhin die Präsenzlehre auf ein absolutes Minimum beschränken müssen. Wir haben zumindest unseren Erstsemestern unter größter Vorsicht und Einhaltung aller Vorschriften ermöglicht, ein wenig Hochschulluft zu schnuppern. Schon für Studierende höherer Semester ist es schwer, ohne den direkten Austausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen und den Lehrenden das Studium zu absolvieren. Wie schwer ist es erst für jene, die ganz neu starten? An dieser Stelle danke ich den Lehrenden, dem E-Learning-Bereich, der IT, der Verwaltung und dem Studierendenservice, die sie alle neue Wege beschritten, Hilfsangebote bereithalten und unermüdlich Unterstützung leisten. Aus einer wieder sehr hohen Zahl an Bewerbungen haben wir 4.223 Bewerberinnen und Bewerber im Jahr 2020 einen Studienplatz geben können. Somit studieren aktuell 11.700 Studierende aus 110 Ländern bei uns. So viele wie nie zuvor. Bei aller Sorge, die dieses zu Ende gehende Jahr prägt, es gibt so viel Positives zu berichten. Die HWR hat beim Bund-Länder-Programm mit dem Projekt Exzellente Köpfe für Lehre, Forschung und Transfer erfolgreich Mittel eingeworben. In den kommenden Jahren werden wir damit den Karriereweg Professur an einer Fachhochschule noch attraktiver gestalten können. Das Netzwerk UAS 7 Hochschulen erhält finanzielle Unterstützung zur Einrichtung einer transatlantischen Virtual Academy vom DAAD. Zum 7. Mal ist die HWR Berlin mit dem Total Equality Prädikat für ihre auf Chancengleichheit ausgerichtete Hochschul- und Personalpolitik ausgezeichnet worden. Die HWR Berlin hat mit der Senatsverwaltung für Finanzen einen Kooperationsvertrag zur Einrichtung eines neuen, dualen Bachelorstudiengangs Öffentliche Verwaltung unterzeichnen können. Im Februar hat die Landeskommission Duales Studium unter dem gemeinsamen Vorsitz von Senatskanzlei und HWR Berlin Empfehlungen für den Ausbau und die Qualitätssicherung des praxisorientierten akademischen Fachkräftenachwuchses vorgelegt. Das duale Studium à la HWR Berlin ist also weiterhin ein anerkanntes Erfolgsmodell. Der Berlin MBA der Berlin Professional School hat nach einem aufwendigen Akkreditierungsprozess erneut das FIBA-A Premium Zertifizierungssiegel erhalten und die AMBA-Reakkreditierung für den MBA auf weitere 5 Jahre ohne Auflagen. Und so gäbe es noch viele weitere Beispiele
für großartige Arbeit, Erfolge und Meilensteine aufzuzählen. Lassen Sie uns diesen Geist und dieses Engagement bewahren, das Gute fortführen und anderes besser machen, dazulernen, offen bleiben für Neues. Die gegenwärtigen Umstände mit all den Beschränkungen im privaten und im Arbeitsbereich machen uns das sicher nicht leicht. Es dient aber zu unserem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitmenschen. Die Pandemie hat bisher unglaublich viele Menschenleben gefordert, sodass wir weiter angehalten sind, wirklich alles zu tun, Infektionen zu verhindern. Unser Mitgefühl gilt allen Hochschulangehörigen, die im Familienkreis Opfer zu beklagen haben. Die kommenden Feiertage werden wie selten zuvor Gelegenheit bieten, das scheinbar so Normale wertzuschätzen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche und frohe Weihnachten und hoffe, Sie alle im neuen Jahr gesund wiedersehen zu dürfen.